Kennst du das auch? Du stehst morgens auf und bist noch so ein bisschen steif und noch nicht so bewegungsfreudig. Ich bin Rahel vom Zentrum der Gesundheit und heute teile ich mit dir meine Lieblings-Morgen-Yoga-Routine. Wir starten mit ein paar Übungen fürs Fasziensystem, fördern unsere Elastizität und lockern uns und machen dann eine kurze Sequenz, bei der wir unsere Bewegungsintuition nutzen. Wir starten also mit sanften, achtsamen Bewegungen in den Tag und tun das, was sich gut anfühlt. Also, los geht's! Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Atme tief in den Oberbauch und in die Flanken ein und auch wieder aus. Schick auch den Atem in den Rücken und in den Brustraum und weite dich so von innen aus. Fange dann an zu wippen, locker dich, kannst deine Beine ausschütteln, die Arme, die Schultern, den Nacken auch ganz locker lassen dabei. Und hab Spaß dabei, deinen Körper in Schwingung zu versetzen. Wir widmen uns hier unserem ganzen Körper, ganz achtsam, sei ganz liebevoll mit jeder Bewegung, die du machst. Schüttel auch dein Gesicht aus, dein Kiefer und jede Zelle von deinem Körper. Die Wippbewegungen fördern die Elastizität in unseren Faszien und so können wir auch Verletzungen vorbeugen. Dann heb die Arme und gib einen Arm zur Seite, mach seitliche Wippbewegungen. So werden die seitlichen Faszien auf Zug gebracht. Dann ganz vorsichtig heb die Arme und lass sie dann nach unten fallen, zwischen deine Beine, komm wieder hoch und so dehnst du die dorsale und die frontale Faszie. Mach das ganz achtsam, stelle sicher, dass du im Unterbauch und im Lendenwirbelbereich angespannt bist und mache das nur so, wie es sich gut anfühlt für dich. Dann komm in ein seitliches Schwingen. Du kannst ja auch die Handrückseiten seitlich an deinem Körper so klopfen lassen. Dann die Arme auf verschiedenen Ebenen von Seite zu Seite schwingen. Und so mobilisierst du auch deine Wirbelsäule. Bring auch mal die Hände hinter den Kopf und drehe weiter rund um deine Wirbelsäule herum. Dann verlangsame die Bewegung und komme zurück in die Mitte. Als nächstes schwinge den rechten Arm von vorne nach hinten. Du kannst mit deinem Blick auch der Bewegung folgen. Das auch nur in einer Intensität und einem Tempo, das für dich sich gut anfühlt. Eher vorsichtig dich herantasten, damit sich auch dein Schultergelenk dabei wohlfühlt. Komme dann zur linken Seite, mache das Gleiche. Kannst auch hier wieder mit deinem Blick der Bewegung vom Arm folgen. Der andere Arm ist ganz locker, schwingt mit. Und komme zurück zur Mitte. Wir kommen zu einer Balanceübung. Stelle dich auf das linke Bein, versuche darauf zu balancieren und dann bringe dein rechtes Bein in eine Schwingung von vorne nach hinten
Wenn das nicht geht mit der Balance, dann halte dich fest an einer Wand. Und die Arme kannst du auch ganz locker lassen, die dürfen mitschwingen. Komm zur anderen Seite. Verwurzel den rechten Fuß im Boden. Finde die Stabilität und dann schwinge mit dem linken Bein von vorne nach hinten ganz locker. Dein Bein ist ganz locker im Hüftgelenk drin. Und dann schüttel dich nochmal aus. Locker auch hier nochmal den Kiefer. Schüttel auch die Handgelenke, die Fußgelenke. Und dann stelle dich etwa hüftbreit auf die Matte. Atme ein, streck dich lang nach oben und jetzt pflücke Bananen oder Äpfel, was auch immer du da oben findest, und streck dich lang. Sodass du die Seiten ganz lange ziehst, dann fasse nach vorne, nach hinten, zur Seite und mache ganz intuitive Bewegungen. Mach das, was sich gerade gut anfühlt, hier in dieser stehenden Position. Beweg dich mit dem Atem verbunden in unterschiedliche Richtungen. Mach das ganz achtsam, streck dich nochmal hoch und dann komm in eine Vorwärtsbeuge. Greif die Ellenbogen und lass den Kopf hängen. Dann mach mit dem Kopf mal ein Nein, schüttel den Kopf von Seite zu Seite, sag mal Ja und nicke mit dem Kopf. Und dann bring die Ellenbogen zu den Seiten. Und der Kopf kann dabei ganz schwer sein. Du kannst auch die Knie beugen, abwechselnd. Mach hier auch wieder ganz intuitive Bewegungen. Höre auf die Signale von deinem Körper. Du kannst auch ein paar Mal wippen. Hier auch wieder ganz vorsichtig bei solchen Bewegungen. Schütze deinen unteren Rücken, indem du den unteren Bauch anspannst. Mal den Kopf zur linken und zur rechten Seite bewegen. Abwechselnd die Knie beugen. Vielleicht auch mal einen Arm zum Himmel heben. Der Blick geht hinterher. Mach das Ganze in deinem Tempo und auch hier wieder in Verbindung mit deinem Atem. Lass nochmal den Kopf hängen und schau, was fühlt sich gerade gut an, was möchte dein Körper. Dann wandere mit den Fingerspitzen nach vorne, verlagere das Gewicht auf die Hände und komm in einen Vierfüßlerstand. Runde den Rücken, indem du den Atem in den Rücken schickst. Dann atme ein und mach eine glückliche Katze, ein gesundes Hohlkreuz. Nochmal eine Rundung und nochmal eine glückliche Katze. Der Blick geht nach oben. Und dann schlängel dich hier von Seite zu Seite, ganz intuitiv, so wie es sich gerade gut anfühlt. Bring die Hüfte zur rechten Seite und mal zur linken Seite. Und bewege deine Wirbelsäule in unterschiedliche Richtungen. Erforsche, wie sich das anfühlt und erforsche, wie sich deine Wirbelsäule bewegen kann. Erforsche das Bewegungsspektrum. Bring auch mal das Gewicht nach vorne und ein bisschen weiter nach hinten und schau, wie sich das anfühlt. Und dann nimm dir ein paar Atemzüge in der Kindshaltung. Setze dafür dein Gesäß auf deine Fersen ab und bring deine Stirn auf den Boden. Dann hebe auch mal den Blick von hier aus, senk ihn wieder und mach einen runden Rücken.
Blicke auch mal unter deinen Achseln vorbei, zur rechten und zur linken Seite. Mach auch hier wieder ganz intuitive Bewegungen, langsam, achtsam, liebevoll und wecke dich sanft. Wenn du magst, komm in den herabschauenden Hund, alternativ bleib in der Kindshaltung, wie gerade eben. Wenn du im Hund bist, dann kannst du abwechselnd deine Knie beugen, dabei auch mit dem Blick nach rechts schauen, auch mal nach links, so wie es sich gerade gut anfühlt. Mach auch hier mal einen runden Rücken mit dem Blick zu den Knien. Streck auch mal ein Bein in die Luft und wenn du magst, beuge das Knie, bring die Ferse zum Gesäß, streck nochmal und beuge nochmal das Knie. Das ist ein kleiner Balanceakt hier in so einem dreibeinigen Hund. Wenn du magst, mach das Gleiche auf der anderen Seite. Strecke das Bein, bring die Ferse zum Gesäß, lasse dabei die Arme und den Rücken ganz lang und mach die Bewegungen, die sich für dich gut anfühlen, hier im herabschauenden Hund und dann komm zurück in die Kindshaltung. Nimm hier nochmal ein paar tiefe Atemzüge und dann komm über die Knie in eine sitzende Position. Dann komm nach vorne, roll dich über deine Knie in eine sitzende Position, streck die Füße aus, atme in die Länge, mach die Sitzbeinhöcker weit und dann beug dich über deine Beine. Eine Vorwärtsbeuge im Sitzen. Du kannst die Knie leicht gebeugt halten und hier einfach tief atmen. Der Rücken, der darf richtig rund sein. Der ist dafür gemacht, rund zu sein und sich in ganz viele unterschiedliche Richtungen zu bewegen. Dann nach ein paar achtsamen Atemzügen komm wieder nach oben. Und wir gehen in eine Rückbeuge, in die Tischposition. Schieb dein Gesäß zum Himmel. Der Blick geht nach oben. Du kannst den Kopf auch in den Nacken legen, wenn sich das für dich gut anfühlt. Und atme hier ganz bewusst. Und mit dem nächsten Ausatemzug setze ab. Und dann leg dich hin für die Endentspannung, für Shavasana, wo du alle Anstrengungen, die du vielleicht gespürt hast während dieser Sequenz, loslassen kannst. Mach auch hier nochmal den Kiefer locker, lass alle Falten auf deiner Stirn verschwinden. Lass die Füße zur Seite fallen. Die Arme, die Schultern ganz locker. Und nimm dir hier ein paar Minuten der Ruhe, bevor du in deinen Tag startest. Schön, dass du mit mir geübt hast. Ich lasse dich nun in Ruhe entspannen. Verabschiede mich hier und sage bis zum nächsten Mal. Namaste.